Managerin. Ja? Ja. Sie ist sehr schön. Und wenn sie aus Labelle rausgehüpft kommt, das ist gerade sie, da liegt Schwung drin. Das war doch ein Geheimnis. Du kannst niemandem Bescheid sagen. Alles ist recht. Den ganzen Monat ist kein Abend gegangen, ohne dass Fräulein mit mindestens 3 bis 4 Blumenkorbe kam. Ohne jeden Bammete eine Einladung dran zum Suppe. Nein, nicht eine hat sie angenommen. Ja, so was hätte ich gedacht. Das ist nicht klug von ihr. Denn schließlich so eine Suppe, das ist doch eine harmlose Sache. Und es immer heißt, dass wenn Fräulein mit bedauert sind die Kavaliere beschnuppt. Und ich muss immer hier bleiben. Jede Nacht. Ich habe noch nie das Hotel verlassen. Um Gottes Willen. Schön wieder. Ich werde dich später anrufen. Ja, bring's rein. Sie wünschen? Gnädige Frau, Sie sind's. Guten Das Abend. Mädchen. Nein, wird sich das Mädel freuen. Den ganzen Monat, Tag für Tag hat sie gehofft, dass sie kommen würden, aber nun haben wir nicht mehr dran geglaubt. Ja, ich bin ja leider Gottes nicht Herrin meines Willens. Aber wie geht es ihr denn? Schon ein Jahr lang habe ich sie nicht mehr gesehen. Ich bin ja so stolz, dass das Mädel so weit gebracht hat. Ja, die Direktorin weiß sich wirklich um sie. Und nach dem Erfolg hier in Berlin hat sie einen großen Vertrag nach Amerika bekommen. Ach, willst du wirklich hinüber? Ja, in 6 Wochen schwimmen wir schon auf dem Ozean. Auch das noch, und habe ich aber überhaupt keine Möglichkeit mehr, mein Kind zu sehen. Aber eine Weltreise wird doch gut für Yvette sein. Und die Amerikaner haben so viel Geld auszugeben. Ah, und du als Managerin bekommst sicher einen großen Bonus, oder? Das war gar nicht eine Überlegung. Ach, hätte ich damals geahnt, was für eine große Karriere sie machen würde, hätte ich mich gewiss nicht wieder verheiratet. Auf 5 Jahren, als ich meinen jetzigen Mann kennenlernte, da stand ich doch als Witwe fast mittellos da. Das Kind war in kleinen Varietés engagiert. Und da musste ich es als ein Glück betrachten, dass so ein wohlhabender Mann mich überhaupt genommen hat. Hätte ich ihm damals gesagt, ich habe eine Tochter, die beim Varieté ist. Ach, so wäre nie etwas aus der Hochzeit geworden. Ja, weiß er denn auch überhaupt nicht, dass sie ein Kind haben? Natürlich weiß er das, aber ich habe ihm vorgeredet, dass er bei entfernten Verwandten in Kanada. Ja, meine einfältige Elise. Ich habe jetzt ein wunderschönes Heim, ein sorgenloses Dasein, aber wenn ich mein Kind sehen will, dann muss ich heimlich zu ihr stehlen. Ja, das muss hart für eine Mutter sein. Nun haben sie einen Kind und haben doch ein... Ja. Mein Mann hat zwar auch ein Töchterchen mit in die Ehe gebracht. Sie wohnt jetzt bei uns in Bleisenbach. Ein liebes, reizendes Mädel. Aber es ist doch nicht das eigene Kind. Oh Gott, wie kommt sie das? Wissen Sie was? Gehen Sie einstweilen dort ins Nebenzimmer und warten Sie drin, bis ich Sie rufe. Gut, aber lange halte ich da drin nicht aus. Nein, liebe Graf, bitte bemühen Sie sich nicht weiter. Es war sehr freundlich von Ihnen, mir das Kärtchen hier aufzutragen, aber bitte jetzt... guten Abend, Elise. Bitte nimm mal den lieben Gefährlichen hier die Kiste mit meinem Schmuck ab. Nein, das behalte ich. Weil sehr schmeichelhaft von Ihnen, mir diese Kostbarkeiten anzuvertrauen. Oh, die sind gar nicht so wertvoll. Und, wenn Sie mir versprechen, dass es unter uns bleibt, will ich Ihnen verraten. Nicht ein echtes Stück liegt darunter. Das ist aber nicht möglich. Nun, ich würde mich glücklich schätzen, wenn Sie mir gestatten wollten, alle diese falschen Schmucksachen durch echte zu ersetzen. Nein, was Sie sagen. Und alles nur aus reiner Verehrung für die Kunstlader? Natürlich, das heißt ja auch für die schöne Frau, in der zuversichtlichen Hoffnung, bei dieser auch nach und nach freundschaftliche Gefühle für den edlen Spender zu wecken. Liebe Graf, ich muss leider dankend ablehnen. Da trage ich lieber falschen Schmuck und hebe meine echten Gefühle für einen anderen auf. Und jetzt darf ich Sie wohl bitten, mich zu verlassen. Ich habe noch allerlei zu tun. Ich trete morgens bereits an Ihr
darf ich mir die Frage gestatten, wohin gnädigst du zu reisen gedenken? Nein, das sag ich nicht. Da will ich aber auch hin! Entschuldigen Sie, wenn ich Sie einladen dürfte, mit mir zu fahren. Ich habe eine wundervolle große Reise. Ah, sehr freundlich, aber nein, danke. Vielleicht überlegen Sie sich gnädigste noch einmal. Ja, aber jetzt nicht wahr. Tschüss. Empfehle mich. Doch unglaublich, Elise. Immer dasselbe. So ein alter Esel. Heute Abend hast du was versäumt, Elise. Ein Jubel war das. Die Laverne musste dreimal tanzen. Der Verrückte ließ mir keine Ruhe. Und, weißt du was? Wir müssen mit ihm für nächstes Jahr auf 2 Monate abschließen gehen. Mit doppelter Gage. Heute ist wirklich ein Glückstag. Und der ist gar nicht loszuwenden. Ich habe nämlich auch eine größere Überraschung für dich. Du, so sprich doch. Spann mich nicht auf die Folter. Ist was angekommen? Ja, es ist was angekommen. Was denn? Das sage ich nicht. Wo ist es denn? Da drinnen. Oh, so willst du rein. Das kann ich machen. Kind! Lass mich doch zum Atem kommen, ich ersticke ja! Darauf kann ich keine Rücksicht nehmen. Das ist die Strafe dafür, dass du dich nicht so lange um mich gekümmert hast. Du Rabenmutter. Mein Liebling, du weißt doch. Gewiss ich weiß, und es liegt nicht an dir. Die Hauptsache ist ja auch, du bist wieder da. Und jetzt sitzt du mir um die Zelle. Du siehst gut aus, Mammerchen. Noch viel hübscher bist du geworden. Oh, bitte, Elisa, ist die Mama noch nicht hübscher geworden? Viel zu hübsch für dieses alte Esel, das du geheiratet hast. Ach, wirst du wohl still sein, du Frechdachs, du kennst sie doch gar nicht. Egal, ich habe eine Wut auf ihn. Wie gönnte ich ihm mal ordentlich die Meinung sagen, diesem Herrn Peter Struber. Was bildet er denn sich bloß ein? Ich bin heute eine der bekanntesten deutschen Tänzerinnen und wenn ich am Militär auftritte, so tue ich es nur, weil ich da ein bisschen bezahlt wurde. Und du kennst schon, wie viel ich Geld liebe. Ja, ich weiß. Gewiss, mein Kind, du hast vollkommen recht. Ja. Aber bedenke, mein Mann und ich, wir leben jetzt in Pleisenbach an der Pleise und dann ist dann eben ein wenig engherzig, ja. Und mein Mann denkt besonders streng in solchen Dingen. Er ist Stadtrat und bekleidet allerlei Ehrenämter. Er ist Vorsitzender des Vereins zur Aufrichtung gefallener Mädchen und zweiter Vorsitzender des Keuschheitsbundes. Ja, kolossal! Ja, ich weiß. Und du, mein liebes Muttchen, bist die praktisch das? Die beste Frau von der Welt. Bitte, Mama, nimm's mir nicht übel, aber vielleicht wärst du schon für meinen gestrengen Herrn Schiedpapa hingetreten und hättest du ihm gesagt, ich habe dich gar noch angestellt. Meine Tochter ist gar nicht in Kanada, sie lebt hier in Deutschland und ich will mein Kind ab und zu bei mir haben. Sie gehört zwar nicht zu den gefällenden Mädchen. Das ist mir Unrecht, Kind. Erst vorige Woche habe ich einen Anlauf genommen, um ihm die Wahrheit einzugestehen. Da erschien doch in der eleganten Welt kein Bild. Ja, es liegt Werner hübsch, nicht wahr? Ach, reizend siehst du doch aus, Ich weiß. Ja. Ich habe es zufälligerweise beim Bahnhofsbuchhändler entdeckt und ich wollte so leise auf den Busch klopfen. Ich dachte mir, man würde sicher auch gefallen. Also ich sagte so beiläufig beim Frühstück zu ihm, sieh doch mal, Peter, es ist nicht eine entzückende Person, diese Tänzerin die Welt. Ja, und was antwortet ihr darauf? Ah, war empört über das schamlose Kostüm. Oh, und er ist seine alte Schwester, die Geheimrätin. Sie hat sogar eine Beschwerde an die Bahnverwaltung gerichtet, dass solche Zeitschriften mit obszönen Bildern öffentlich beigehalten werden. Oh, heilige Bimba! Ist sowas möglich? Aber es Mamichen, du tust mir ja so leid. Wie hast du es denn überhaupt möglich gemacht, mich zu besuchen? Ach, ein Zufall kam mir zur Hilfe. Man musste hierher nach Berlin zu einem Kongress. Was? Der ist auch hier in Berlin? Ja, und diese Gelegenheit habe ich wahrgenommen. Im nächsten Zuge heimlich auch hergereist. Bin ich hier nicht irgendwo begegnet. Bitte dich mal bei deine Millionenstadt! Mr. Edison ist unten und ob das gnädige Fräulein empfangen möchte. Bulli ist doch heraufkommen. Wer ist denn das? Mein hartnäckigster Verehrer, ein
ein netter, lieber Kerl, aber er ist Amerikaner. Oh, ja, ich weiß. Und er hat die fixe Idee, ich musste seine Frau werden. Seit 2 Jahren reist er mit nach Abend für Abend, so wie das Glockenseiten zu meiner Nummer tut, tritt er in meine Loge. Und ist das Engagement zu Ende, dann erscheint er immer mit unfassbarer Sicherheit und fragt, ob ich endlich einwillige. Oh, der arme Kerl. Ja, der tut mir wirklich leid, der gute Bulli. Bulli? Ah, Bulli, ja, ich hätte doch mal eine englische Bulldogge. Englische Bulldogge, ja. Die war so eifersüchtig, dass die jeden anderen Hund, der in meine Nähe kam, weg ist. Genauso macht Bulli mit meinen Verehrern. Bulli haut wacker und da traut sich so leicht keiner an mich ran. Ja, kommen Sie nur. Good evening, meine Damen. Guten Abend, Bulli. Darf ich bekannt machen, dass die alle sind? Meine Mama. Ah, das ist die Frau Mummer. Es ist mir eine Ehre, Sie lernen zu kennen. Gleichfalls, Herr Bulli. Oh, verzeihen Sie, Mr. Ah, das macht nichts. Diese Namensspitze ist der einzige Leberwort, was Ihre Tochter mir gegeben hat seit unserer Bekanntschaft. Übrigens ist es sehr angenehm, dass Sie hier da seid. Da ich eine richtige Frage an Ihre Tochter richten muss, das euch beide überraschend gewesen machen würde. So ganz allein und ich will nicht mehr. Ganz allein, heirat's mich. Bulli, Sie werden es nicht für möglich halten. Aber ich habe es beinahe geahnt, dass Sie heute noch diese Frage an mich richten würden. Aber wusstest du es, dass ich das singen würde? Nein, das habe ich eigentlich nicht erwartet. Und was sagen Sie dazu? Naja, ich mag Sie ganz gut leiden, aber... Sie sagen nein. Ja. Sie sagen ja? Nein! Also doch nein. Sie können mich gratulieren. Wozu? Dass man doch Ihren Antrag ablehnt. Dass ich jetzt 25 Basket? Ach, Sie meinen Chor. Ei, genau. Dass ich jetzt 25 Körper von ihr bekommen habe. So ganz allein und ich will nicht mehr. Sie sagte nein. Das ist doch ein Jubiläum. Das müssen werden gefeiert. Was sagt ihr dazu, wenn wir ein paar Pommes und Hamburgers essen würden? Weiß nicht, was meinst du, Mama? Na, komm schon. Die Schwiegermama kommt bestimmt mit. Erlauben Sie. Sie würden es ja einmal ja sagen. Ich kann warten, ich habe Zeit. Irgendwann mal wird sie ja sagen. Schon möglich. Aber vielleicht habe ich schon eine andere Einladung. Oh, nee. Das wäre nicht klug von der, Miss Yvette, da ich eine sehr gute Boxer bin. Ich würde alle Knochen in seine Kürbis zerbrechen. Und was machen Sie mit einem zerbrechener Mann? Nicht viel eigentlich. Also, gut, holen Sie uns nachher ab. Wir sehen uns und schippen um. Komm, Mama. Aber Kind, ich habe mich doch gar nicht darauf eingerichtet. Nicht mal einen Abendmantel habe ich mit. Den kannst du ja von mir haben. Auf Wiedersehen, Bulli. Ja, auf Wiedersehen. So macht man eigentlich. Hey! Pardon, ich wusste nicht... Was waren Sie? Sie waren zu Miss Yvette. Allerdings, Sie haben es erraten. Wer sind Sie? Wie kommen Sie einfach dazu, hier hereinzukommen? Ich hatte nur die Absicht, dem gnädigen Fräulein diese Blumen zu überreichen. Und,
Das würde ich für Sie machen. Erlauben Sie mal. Ich würde sagen, dass eine alte Pavillon hier war. Was unterstellen Sie? Und wunderschönen Blumen hat er mitgebracht. Und wenn die fragen würden, wo sind sie denn? Würde ich sagen, die Blumen habe ich der Fenster runtergeworfen. Geworfen. Egal! Der alte Pavillon habe ich zum Treffer runtergeschmeißt. Geschmissen. Das werden Sie aber nicht wagen. Oh, doch, doch. Da, liegen Sie schon unten. Da muss doch aber alles aufhören. Und jetzt kommen Sie dran. Sie würden sich nicht unterstellen. Komm. Unglaublich. Duschtasche. Ich hörte doch eben hier sprechen. War jemand da? Ja, eine alte, klapprige Kavalier mit ein paar Blumen. Ah, du warst schön wieder da. Ja, ich habe ihn aus dem Fenster geworfen. Was? Den Kavalier? Nee. Nur der Blumenstrauß. Übrigens, hol ich mir ein paar Pommes für heute Abend. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Hallo? Was? Was? Wer ist unten? Einen Moment, bitte. Yvette! Yvette! Ja, was denn? Komm doch mal rasch hier. Weißt du, wer unten ist? Keine Ahnung. Dein Stiefvater? Der Strome ist hier? Ja, was macht der von dir, Moment? Das ist doch klar. Er hat gefallen, dass die Mama bei mir ist. Er hat doch keine Ahnung, dass du die Tochter bist. Oh, sicher, das ist merkwürdig. Also, ich muss ihn jeden Mal empfangen. Ich lasse bitten. Ja, schicken Sie noch auf. Danke. Mama, so voll güselig, liebe Sachen. Oh, wir muss bitte nicht, wenn es sich furchtbar aufregen. Im Gegenteil, gehst du hinein zu ihr und sorge dafür, dass sie es nicht stört. Sage ihr, ich hätte eine geschickliche Besprechung. Meine amerikanische Welt da ist da. Aber liebe Yvette, ich bin doch deine Managerin. Für den Moment, ja. Ja, okay. Aber du kannst ihn doch nicht gegenüber treten. Warum denn nicht? Du hast schon gehört, wie entsetzt du über dein Bild warst. Da hast du recht, aber ich habe doch einen Fall, das Ding gesprochen von Pleisenbach entspricht. Ja, hat niemand. Er will dir etwas von mir geben. Ich habe vielleicht etwas einfach genug. Ah ja, das glaube ich. Gott zum Gruß. So, ist jemand da? Sag mal, Struve, kannst du mir nicht endlich erklären, was du vorhast? Wir kommen als Delegierte von Preisenbach zum Sittlichkeitskongress nach Berlin und starten in die Vorversammlung. Führst du mich ins Verhalten? Ich habe mich großartig amüsiert. Ich habe wohl nicht recht gehört. Musiert hast du dich? Na, du etwa nicht? Ich? Im Punkt falsch. Hast du mir das nicht angesehen? Nein, im Gegenteil. Zum Beispiel bei der Tänzerin, bei der schönen Yvette. Das hast du doch nach jeder Nummer wie verrückt applaudiert. Ich? Ja, so hast du doch immer gemacht. Nein, so habe ich gemacht. Der Händler habe ich über den Kopf zusammengeschlagen. Ah, so hast du das gemeint. Aber warum hast du denn Bravo gerufen? Alles vor dem Trustum. Ich habe nicht Bravo, Bravo gerufen.
wie die anderen. Ich habe gesagt, oh, bravo, bravo, so weit sind wir, dass die Tänzerinnen Habnacht auf der Bühne herumhopsen. Na, hör mal, weggeguckt hast du aber nicht. Du hast ja das Openglas mit von den Augen genommen. Ich wollte mich überzeugen, wie weit die Schamlosigkeit geht. Das hast du doch mit Grünig festgestellt. Wozu willst du denn noch persönlich sprechen? Meiner Meinung will ich dir sagen, auf den Weg der Tugend will ich sie zurückführen. Unter meiner Führung wird sie den rechten Pfad schon finden. Ich werde überhaupt meine Tätigkeit ab ganz nach Berlin verlegen. Hier geht doch was vor. Hier kommt man aus der Entrüstung gar nicht raus. Na, ich bin bloß neugierig, wie die schöne Welt deine Bekehrungsversuche ausnehmen will. Das werde ich dir alles morgen berichten. Was? Ach so, du willst mir groß sein? Was ich dir damals zu sagen habe, das kann nur ohne Zeugen geschehen. Und auch, einer von uns muss doch in der Versammlung. Ja, stimmt. Ich bin doch ein sehr guter Schriftführer, als wichtiger Standin. Also gut, ich gehe. Und Struva, sage ordentlich deine Meinung. Das kannst du dich belassen, Bucklein. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Der Boden dieser Großstadt sind flugfrisch. Pass auf, dass du bloß ausrutscht. Nein, ich nehme mich sowieso ein Taxi. Tschüss. Gott sei Dank, dass die Kletter endlich los bin. Jetzt konnte niemand wissen, dass ich der Tugendwächter vom Gleisenwag bin. Jetzt wird sie kommen. Der Susa Opa. Wenn ich nur ein paar Blumen für sie hätte. Gott sei Dank, was ist Aber wer ist denn das schon wieder? Na du, wer ist dann der hier? Scheint ein Konkurrent zu sein. Blumen hat er mitgebracht. Verzeihen Sie. Was wollen Sie her? Ich hatte nur die Absicht. Ihre Absicht, den kenne ich. Wer sind Sie überhaupt? Ich bin Graf Rolls-Royce. Ich bin Baron Mercedes. Das ist ja auch eine dumme Marke. Ja, ich meine Familie. Meine lieber Untergebene, solltest dich verschieben. Warten Sie. Seit wann sind Sie per Du mit mir? Ich meine, Sie sollten dich verschämen. Ja, so ist richtig. Ich meine, das ist aber unerhört. Geben Sie mal sofort die Blumen her, bitte. Entschuldigen Sie. Blumen her! Erlauben Sie mal. Die alte Nussknacker! Ich bin damit gehört. So, Blumen habe ich jetzt auch. Ich bitte vielmals um Verzeihung, mein Herr, dass ich Sie warten ließ. Oh, sehr. Na nun, sieht ja aus wie einer von der Halsarmee. Darf ich fragen, was Sie mit Sie führt, Herr Ströber? Wir kommen schon darauf. Nämlich, da ist der Herr. Dort in der eleganten Welt Ihr Bild erschienen. Das sind Sie, du? Ja, allerdings. Und wie ich das gesehen habe. Da waren Sie sehr empört. Wieso? Wie kommen Sie darauf? Na, über meine mangelhafte Bekleidung. Aber das bringt mein Beruf leider so mit sich. Sie sehen aber, außerhalb der Bühne bin ich eine ganz andere. Ja, das sehe ich. Ich lebe vollständig zurückgezogen. Nur meine Kunst. Sie können sich denken, dass gar auf die Versuche und Angriff hier antritt. Aber alle Lockungen von Seiten der Männer habe ich bis heute haltenhaft widerstanden.
Welch eine nette Bescherung. Von dieser anderen Männer meiner ich. Wissen Sie, ich habe einen ganz anderen Eindruck von Ihnen, wenn man Sie so auf der Bühne sieht. Sie haben mich tanzen sehen? Ja, heute Abend im Varieté. Sie gehen ins Varieté. Ja, natürlich. Ich habe mich großartig amüsiert. Ja, und Sie waren gar nicht entrüstet. Nein, warum soll ich denn entrüstet gewesen sein? Na, über meine Kostüme. Als Libelle zum Beispiel habe ich doch ein bisschen wenig an. Da kann ich nicht finden. Sehen Sie, bei uns im Pleißenberg, da hatten die Libellen gar nichts an. Wissen Sie, ich bin einfach sprachlos. Von Ihnen hatte ich mir ein ganz anderes Bild gemacht. Wieso? Sie kannten mich doch gar nicht. Nein, aber wie ich da hineinkamen und Sie für mich stehen sah, da dachte ich mir, das ist sicher eine hervorragende Persönlichkeit. Stadtrat oder was? Ah, stimmt, bin ich? Ein Mann von strengen moralischen Grundsätzen, so der Oberbonse, ein Sittlichkeitsverein. Schau, das ist kolossal. Ja, bei uns im Pleißenberg bin ich direkt einer Tugendkanone. Aber wenn ich mal ab und zu so auf der Eisenbahn sitze und das mutige Nest hinter mir habe, dann erwacht in mir die Lebensfreude. Und wenn ich da im Varieté sitze und die Musik sitzt ein und da oben schwebt ein junges, leidendes Personchen wie sie auf der Bühne, dann spüre ich in mir sowas wie einen verfluchten Kerl. Da habe ich mir gesagt, die musst du kennenlernen. Also, deshalb sind Sie hergekommen. Aber Sie sind mir also nicht böse. Im Gegenteil, Sie glauben ja gar nicht, wie ich mit früher Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben. Ich konnte mich kugeln von Lachen. Naja, jetzt machen Sie sich lustig um mich. Durchaus nicht. Also, ich habe volles Verständnis, was Sie da vorhin gesagt haben. Wissen Sie, wie Sie mir vorkommen? Na? Es gibt ein Spielzeug für Kinder, so eine kleine Holzkiste. Da steckt eine kleine Teufel drin. Der möchte gerne raus aus der dunklen Kiste. Kann er aber nicht, denn er hat einen Deckel auf den Kopf, den ihn gewaltsam niederdrückt. So wie man aber so nur einen Knopf drücken und dann BAM! Springt der Deckel rauf und der Teufel hopst heraus. Kenn ich, ja. Und Sie meinen, ich bin auch so ein kleiner Teufel. Ja, genau. So sitzen sie in ihren dunklen Vierwänden, ohne Luft und Sonne, untergedrückt, Speise und Rucketum. Stimmt, mit einem Brett vom Kopf. Ja, aber man braucht so nur einen Knopf zu drücken und dann kommt ihr zum Verschein. Der wahre Jakob. Ja. Und ich danke Ihnen, dass ich den Deckel endlich los bin. Aber Sie haben auch keinen Deckel auf dem Kopf. Ich? Ja, der gefällt mir gar nicht. So, da hast du gleich ein ganz anderes Bild. Und Gas auf Silberknopf bin ich auch sonst nicht. Oh, Wetter, das ist eine Sacke. Gefällt ich Ihnen? Sie sehen aus zum Anbeißen. Ach, Sie sind sehr galant. Da ist noch gar nichts. Darf ich mir erlauben, Ihnen ein paar bescheidene Blumchen? Oh, der Strauß ist ja wundervoll. Der muss ein Vermögen gekostet haben. Nein, ich bin sehr billig dazu gekommen. Ach so. Jedenfalls danke ich Ihnen von Herzen. Ich habe heute viele Blumen bekommen, aber Ihre, meine liebe Herr Strube, habe mir am meisten Freude gemacht. Wieso? Dann konnten Sie sich eigentlich revanchieren und mir auch eine Freude bereiten. Ja, gern, womit denn? Wir uns doch schon beide in Budresch geschmissen haben, wie fähr's wir denn der Bekanntschaft mit einer coolen Sekt begessen werden? Sehr gern, aber ich habe leider schon eine andere Einladung zum Verkehr angenommen. Ein guter Bekannter.
dann müssen Sie abwimmeln. Also gut. Mama wird sicher nichts dagegen haben. Mama? Ja, meine Mama. Ach, da, Heiner, Mama, hatten Sie auch. Naja, das ist schwer zu vermeiden. Fast jeder anständige Mensch hat eine Mama. Ja, denken Sie sich, ein ganzes Jahr lang habe ich sie nicht gesehen und heute hat sie mich zufällig mit ihrem Besuch überrascht. Was ich von Glück habe. Ja, ich freue mich schon auf den Moment, wenn ich sie mit Ihnen bekannt machen würde. Wenn sie so schreckhaft ist, dann lassen Sie lieber weg. Wir wollen doch der alten Dame nicht antun. Die ist gar nicht so alt, die würde Ihnen sogar ganz gut gefallen. Wie alt ist sie denn? 43? Nein, sowas habe ich auch zu Hause. Und ich habe mich so darauf gefreut, den Abend mit Ihnen allein zu verbringen. Aber Herr Ströwe, ich habe zwar noch nie mit einem Mann allein soupiert, aber Ihnen kann man ja nichts abschlagen. So, abgemacht? Ausgemacht. Also, die schönen Blumen will ich doch ins Sache stellen und ich hole mir nur rasch einen Abendmantel, also bin gleich wieder da. Herrgott, das ist ein Susa. Ah, gut, mein Herr, dass ich Sie noch treffe. Das ist der alte Nussknacker schon wieder? Mensch, ich habe Sie doch erst rausgeworfen. Ja, das wäre unerhört. Das ist mir heute hier schon ein paar Mal passiert. Dann, warum kommen Sie denn dann immer wieder? Sie haben mir vorhin den Blumenstrauß weggenommen. Na, das ist noch nicht dabei. Ich werde Ihnen das Geld sofort zurückgeben. Ach, wirklich? Was haben Sie denn ausgelegt? 3000 Mark. Sehr 3000 Mark für die paar Blumen? In dem Strauß befand sich ein kleines Paket mit einem kostbaren Brillantring. Da machen Sie keine Witze. Den wollte ich Fräulein Yvette zum Zeichen meiner Verehrung dezidieren. Das ist eine Frechheit von Ihnen. Glauben Sie mal. Wie kommen Sie dazu, die Dame solche Geschenke zu machen? Und wie kommen Sie dazu, sich meinen Strauß gewaltsam anzueignen? Sie werden mir auf der Stelle das Geld zurückerstatten. 3000 Mark? So viel Geld habe ich doch nicht bei mir. Dann ist das Diebstahl. Dann werde ich Sie der Polizei übergeben, mein lieber Baron Mercedes. Machen Sie nicht so wahr, seien Sie doch mutig. Dann geben Sie mir meinen Ring zurück, Sie kleine Naufschnecke. Gehen Sie jetzt. Warten Sie. Eine Viertelstunde werde ich warten, keine einzige Minute länger. Dann gehe ich zur Polizei. Und nehmen Sie den Tisch raus. Gott, das ist ja eine schöne Bescherung. Nein, Herr Ströme, das ist aber wirklich zu viel. Sie verwöhnen mich, ja, eine Weise. Wieso? Es ist die wundervolle Straße und, wenn ich Ihnen eine Waffe tun will, da entdeckte ich. Oh nein. Ja, da ist er noch ein kostbares Geschenk enthält. Dieser Ring. Oh Gott, hat ihn schon. Oh, er ist entzückend. Oh, ich war so überrascht. Ich hatte ja gar keine Ahnung, dass noch etwas in den Blumen versteckt war. Ich auch nicht. Es ist gerade so erstaunlich, wie Sie meinen Geschmack getroffen haben. So? Aber jetzt, gefällt mir gar nicht. Wieso? Sie haben ihn doch selber ausgesucht. Gewiss. Aber jetzt, wo ich den Ring so an Ihrem Händchen sehe, beklagen Sie eigentlich nicht. Finden Sie? Wissen Sie was? Ich werde ihn umtauschen. Nein. Ich finde ihn reizend. Sehen Sie nur, wie kunstvoll er gefasst ist? Ich werde Sie auch bald gefasst haben. Und da ist er ganz falsch gemacht.
Warum denn? Ich habe dem Juwelier extra gesagt, von der linken Hand und nicht von der rechten. Das ist doch egal. Nein, in solchen Sachen bin ich nun mal komisch. Geben Sie her. Nein, ich behalte ihn. Ich habe zwar noch nie einen Schmuckstück von einem Mann angenommen, aber bei Ihnen will ich eine kleine Aufnahme machen. Was ich vom Glück habe. Und wissen Sie, was Sie dafür kriegen würden? Tja, mindestens 3 Monate. Mein Bilderliebelle mit einhändiger Widmung. Nein, wirklich? Ja! 3000 Mark, direkt geschenkt. Also, den Ring wollen wir wirklich behalten? Ja, natürlich. Warum fragen Sie denn immer wieder? Ich muss es nur wissen. Der alte Duschknacker wartet nämlich unten. Ich komme gleich zurück. Tschüss! Also, das ist der sitzend strenger, hochmoralische Mann, vor dem Mama jahrelang gesittet hat. Warten Sie, verehrte Herr Stadtrat, Sie sollen sich wundern. Mama, Elisa, komm mal rein! Was wollte ihr denn? Das erste Plakat. Nun ist der amerikanische Manager endlich fort. Vergar nicht, mein Manager. Weißt du, wer eben hier war? Nun? Herr Peter Ströber. Oh mein Gott! Ich hab's ja geahnt, aber musste es ja herauskommen. Doch, gewisse Hilfe nicht zu dir. Ach, Elise! Gott, das kann ich eigentlich nicht sagen. Ja, weißt du denn nicht? Gar nichts heißt er. Was wollte denn von dir? Wozu habt ihr dich denn aufgesucht? Ah, ich kann mir schon denken, er war so entrüstet über dein Bild in der eleganten Welt. Da hat er wohl viele Vorhaltungen gemacht, oder? Ja, genau, so war es. Ganz frech, ganz frech. Aber passt ihr auf, wir werden noch gleich die besten Freunde. Und wisst ihr, wo ich meine Ferien verbringen werde? Wo denn? Am Pleißenbach an der Pleiße. Oh, Mädel, du bist übergeschnappt. Aber wie war's mit dem amerikanischen Urlaub? Dazu haben wir jetzt gar keine Zeit. Der kann jeden Augenblick wiederkommen. Oh Gott. Meine Damen! Ach, pfui! Sie kommen gerade zurecht. Es tut mir jetzt leid, Bulli, aber Sie müssen Mama allein zu Pommes hören. Ich habe mich so gefreut. Und Sie? Ich gehe mit einem anderen hin raus. Oh. Jawohl, mit Herrn Peter Ströbe. Mir steht der Verstand still. Ja. Dieses Strubelpeter! Ich würde alle Knochen in seine Möpse zerbrechen! Rat sein, Bulli, sonst müssen Sie an die Leine nehmen. Du gehst mit meinem Manne aus. Wohin denn? Auf den Sittlichkeitskongress! Natürlich, wohin denn sonst? Also, Bulli, reichen Sie Mama den Arm. May I? Da bin ich wieder! Gute Unterhaltung und auf Wiedersehen. Und wir zwei, wir sehen uns auch wieder mal. Wird mir ein großes Vergnügen sein. Wer war denn das? Ein Bekannter. Nein, ich meine die Dame. Ah, das war die Mama. Sehr elegant. So was kriege ich bei uns im Pleißenbach die ganze Jahre nicht zu sehen. Elisa, überrasch meinen Tanz. Soll ich auch andere Schnurrbart? Nein, heute trage ich nur diesen Ring. Der alte Nussgenacker habe ich Schüren reingelegt. Er wollte durchaus Namen und Adressen von mir wissen. Ich habe die ihm von Boglein gegeben. So, bin ich fertig. Ich auch, meine Fraulein. Hier startet was? Nein, dass ich noch heute Abend mit Herrn Peter Ströbe trinken gehen würde, das hätte ich nie für möglich gehalten. Ich auch nicht. Meine gnädigste, darf ich bitten? Ich bin doch kein verfluchter Kerl.
Und gewissenlosen Elementen gesprengt. Als der Präsident, Herr Professor Sickengrähe, die Versammlung eben mit einer feierlichen Ansprache begrüßt hatte, stürmte ein Trupp junge Leute in den Saal und warf eine Anzahl Stinkbomben unter die entsetzten Teilnehmer, die flutterten den Saal verließen. Stinkbomben! Na, seine Hoheit! Der arme
Papa. Wie sich nachträglich herausgestellt hat, galt der Angriff einer politischen Versammlung, die zur gleichen Zeit in einem anderen Raum des Hauses stattfand. So eine Gemeinheit! Da sieht man, wie leicht der Mensch in falschen Geruch kommen kann. Apropos, wo ist deine Stiefmama? Ist die auch noch nicht von der Reise zurück? Nein, ich glaube, die gnädige Frau wusste doch so viel über eine alte und kranke Tante. Oh, so dumm. Gerade heute in der Anwesenheit deiner Eltern sehr enttäuscht. Wir warten nämlich der Besuch seiner Exzellenz. Und sehr verrecken schön. Den hätten wir doch zu Tisch bitten müssen. Wir können ja auf alle Fälle etwas vorbereiten. Das wäre sehr enttäuscht. Was will sie? Was wissen Sie, Fräulein Lotte-Sieger, wie lange es bin denn? Ein Glück, dass mir noch rechtzeitig die Masen eingefallen sind. Fred, du? Um Himmels Willen, wo kommst du denn her? Wenn dich jemand sieht? Ach, keine Angst, ich schlage hier eine halbe Stunde um das Haus herum. Um ein Haar wärst du meiner Tante in die Arme gelaufen. Ach, das war die Schreckschraube. Ja, zum Glück sind meine Eltern verreist. Ach, also. Ja, aber wenn jemand kommt? Haben Sie keine Bange, Fräuleinchen? Ich fasse draußen schon auf. Ach, mein geliebtes Mädchen. Oh Gott, du hinkst ja. Ach, ich bin ja so scheußlich runtergesaust. Wo denn? Na, beim eiligen Rückzug über die Parkmauer. Du hast dich voll wehgetan. Ja, danke der Nachfrage. Du armer Kerl, dafür bekommst du eine Kuh. Ach ja? Au. Die Arme hast du dir auch verstopft? Das ist ja schrecklich. Komm, setz dich. Ja, ich komme. Oh. Liebe Gott, was hast du dir denn noch alles verknallt? Frag lieber gar nicht. Warum bist du denn überhaupt hierher gekommen? Was? Na, hör mal, das ist doch meine verdammte Pflicht und Schuldigkeit. Ich kann mir doch denken, was die alten, vertrockneten Spinatbacken bei den Fahrer aus der Sache machen werden. Und dann wird hier alles über dich herfallen. Aber ich liege meine Hand schützend über dir. Mutter, das macht nichts. Ich werde vor deine Eltern hintreten. Oh. Ich werde ihnen sagen. Ich werde ihnen sagen, ich liebe ihre Tochter und ich bitte um ihre Hand. Fred, du bist ein Charakter. Gott sei Dank. Aber was werden deine Angehörigen dazu sagen? Ach, mein einziger Verwandter ist mein Onkel und dem habe ich schon einen langen Brief geschrieben und ihm alles gebeichtet. Und wenn er mir seine Einwilligung verweigert, dann bringen wir einfach durch. Jawohl! Unsere Liebe kennt keine Hindernisse. Nein! Das heißt, über eine Parkmauer springe ich nie wieder. Fräulein Lotte, ich komme von der Bahn. Oh Gott, Fred, du bist nicht einzige Erfahrung. Ich bin der rasch durch den Garten. Er darf dich vorläufig nicht sehen. Er hat ja noch keine Ahnung. Gut, ich gehe, aber ich komme wieder. Ja, leb wohl, mein geliebter Schatz. Leb wohl. Guten Tag, Herr Stadtrat. Gut, zum Großhausgenossen Anna. Das ist schön, dass Sie wieder da sind. Wenn man aus Berlin kommt, diesem Stundenbabel, dann ist es eine Wohltat, wieder den Luft vom Blasenbach zu atmen. Wo ist meine Frau? Ah, das wissen Sie ja noch gar nicht. Die ist noch so Tante gereist. Was? Ja, gleich nach Ihnen ist sie weggefahren. Was für eine Tante mag denn das sein? Ich habe keine Ahnung. War zu uns was los? Nein, das heute früh bei Herr Böcklein da. Er wollte noch mal wiederkommen. Ist meine Schwester oben? Nein! Ich glaube, die Frau Geheimrätin ist vorhin weggegangen. Gott sei Dank. Sie hat auch schon nach Ihnen gefragt. Es ist gut. Ah, da ist ja schon Herr Böcklein.
Bitte, treten Sie her. Tag, Voglein. Tag. Was siehst du dich so ängstlich? Bist du allein? Ja, natürlich, Voglein. Und deine Schwester? Ist auch nicht da. Was tust du denn so geheimnisvoll? Ich hätte etwas mit dir zu besprechen, etwas Unangenehmes. Na nun? Das heißt, eigentlich wollte ich dich um eine große Fähigkeit bitten, einen Freundschaftsdienst. Kannst du mir nicht 3.000 Mark tun? 3.000 Mark? So brauchst du denn so viel Geld? Ja, Leonie, ich weiß gar nicht, wie ich dir das beibringen soll, Leonie. Du wirst deshalb aber nicht schlecht von mir denken. Voglein, was hast du denn bloß eingestellt? Du, alter Freund, ich habe aus der Vereinskasse gestohlen. Voglein! Wie konntest du nur? Ich bin, ohne es zu wollen, in den Sumpf der Großstadt geraten. Nein, wieso denn? Erzähl doch mal. Vorgestern Abend, du weißt doch, wie wir uns zuletzt gesehen haben. Ja, im Hotel bei der Tänzerin? Ganz recht. Da wolltest du doch in der Versammlung. Ja, ich habe mich auch sofort auf den Weg gemacht. Ich bin also die Friedrichstraße runter und wie ich so an die Jägerstraße komme, da sehe ich alles helle leuchten und eine Menge Herren gehen in ein Haus hinein. Aha, dachte ich mir, da wird wohl sein. Erlaub mal, kanntest du denn die Herren? Nein, aber man hat sie ihnen angesehen. Die waren auch aus der Provinz. Na, hast du denn irgendjemand? Natürlich, da ist ein großer, kräftiger Mann vor der Tor in einer feinen Uniform mit einem Admiralshut auf dem Kopf. Zudem sagte ich, entschuldigen Sie, bin ich hier Kritik, ich gehöre neben zu Vorstand des Vereins zur Richtung gefallener Mädchen. Da hat er gesagt, ja, gehen Sie noch auf, Sie sind schön alle oben, die Mädchen auch. Da bist du aufgegangen? Ja, und kam mir ein Kellner entgegen. Den war ich, er wollte mich zum Präsidenten Sickenträger führen. Da hat er gesagt, der ist heute ausnahmsweise nicht da, aber vielleicht kommt er noch. Gehen Sie noch rein. Und da bist du reingegangen? Ja. Weil ich sagte, ja, das war ein Radau. Musik hat gespielt und getanzt haben sie. Da hatte ich den Eindruck, ich bin nicht im richtigen Lokal. Am liebsten wäre ich ja gleich wieder umgekehrt. Aber ich genährte mich, denn die Leute guckten mich alle an und grinste hämisch. Da habe ich mir eine Flasche Wein bestellt. Kaum saß ich am Tisch, setzte sich eine sehr vornehme Dame zu mir und sagte, na Krene, du bist wohl nicht von hier? Nein, antwortete ich bin aus Breisenbach. Da sprang sie auf einen Stuhl und rief in den Saal, Kinder! Kinder! Der Onkel aus Breisenbach ist da. Und nun nichts los. Die Musik spielte einen Tusch und im Nu waren ein paar Dutzend Mädchen um mich herum. Und alle schrien, es lebe der Onkel aus Breisenbach! Wie reizend! Das habe ich gar nicht gedacht, dass wir auf Breisenbach in Berlin so beliebt sind. Im Nu standen ein paar Pullen Sekt auf dem Tisch. Alles diese mit mir an. Da musste ich doch mit tun. Ich sagte ja, was da zusammen gepickelt wurde. Und dazu hat dich der Verein nach Berlin geschickt. Dachte mir, das ist auch eine Gelegenheit, die Sittlichkeit zu heben. Da hast du fester gehoben. Einem nach dem anderen. Ja, so eine Sache habe ich in meinem Leben noch nicht gehabt. Wie ich wieder in meinem Hospiz gelandet bin, ist mir heute noch ein Rätsel. Oh klein, das kann doch nicht 3.000 Mark gekostet haben. Nein, das Geld habe ich zu was ganz anderem gebraucht. Hör doch mal zu. Wie ich gestern Morgen mit so einem Wurmschädel aufwache, da steht ein Mann vor mir in einer Dinierfree und sagt, er soll 3.000 Mark bei mir abholen. Für den Brillantring. Du hast gut lachen, aber stell dir meine Situation vor. Ich erkräte ihm. Sie müssen sich irren. Ich weiß ja von gar nichts. Da schreit er mich an. Sind Sie Herr Heinrich Böckrein? Ja oder nein? Ja, der bin ich.
Na so, sagte er. Dann machen Sie keine Fisselmentinten. Sie sind ganz gut, Sie haben den Ring einer Dame geschenkt. Also raus mit den 3000 Mark oder ich hole die Polizei. Bist du fertig? Na also, du hast ihm die 3000 Mark aus der Vereinskasse gegeben. Was soll ich denn da machen? Es ist ja möglich. Vielleicht habe ich wirklich in meinem Traum einem Mädchen einen Ring geschenkt. Weißt du, Bucklein, du solltest dich was schämen. Vielleicht war aber auch die ganze Sache bloß ein Schwindel und der Kerl hat mich reingedreht. Nein, das stimmt. Wieso? Ich meine, es stimmt mich traurig, dass ich so was an dir erleben muss. Und eigentlich sollte ich deinen Leichtsinn nicht unterstützen. Aber weil du so bist, ich probiere das Geld. Ja? Wirklich? So, du bist ein wahrer Freund. Ich habe mir schon so Sorgen gemacht. Und der Katzenjahr, den ich hatte, mir war gestern den ganzen Tag so Mittagwurst zumute. Deshalb hast du mich auch nicht auf dem Kongress gesehen. Was denn? Du warst auch nicht da! Wieso, du auch nicht? Oh Gott, Mann. Ich hatte was Besseres zu tun. Und jetzt, wo du mir dein nächstes Stadt in Treue geweiht hast, jetzt werde ich dir meines anvertrauen. Was denn? Hast du auch was Unangenehmes erlebt? Im Gegenteil. Die Tänzerin, der wir in dieser Varieté gesehen zu haben, du weißt doch. Ja, die schöne Welt, die wird sich doch bekehrt. Jawohl. Aber das Asaka ist anders. Sie hat mich bekehrt. Ach nein! Mensch, ich habe ja gar nicht gewusst, dass ich mein ganzes Leben in so ein kleiner Kiste verbracht habe. Aber Struve, du wohnst doch in einem Villa. Ja, ganz zusammengequetscht habe ich drin gesessen, mit einem Deckel auf dem Kopf. Hä? Wie meinst du das? Aber der Welt hat bei mir auf den Knopf gedrückt. Da ist dann und endlich rausgesprungen der alte Isaac. Isaac? Wer ist denn das nur wieder? Oder Jakob? Also, einer von der alten Menschen aus der Bibel war's. Ich weiß gar nicht. Was erzählst du mir denn da für Sachen? Mensch, ich habe ja gar nicht, keine Ahnung, habe, dass ich in meinem Alter so ein Glück bei den Frauen habe. Du. Ja, ich war ganz erstaunt. Du. Und die Tänzerin? Ja. Da hättest du sehen müssen. Soupiert haben wir miteinander. Nein, wirklich. Was ich dir sage? Sie ist wirklich verrückt nach mir. Weißt du, wie sie immer zu mir gesagt hat? Mobiljam. Sehr gut. Mobilien. Und da hast du vorher kein Küsschen bekommen. Nein. Sie wollte da nicht noch gern. Aber sie hat mir fest versprochen, wenn wir uns wiedersehen, kriege ich eins. Und wir sehen uns bald wieder, hat sie hat. Ja, also glaubst, Mobiljam? Oh Gott, da kommt die Geheimrätin. Oh, meine Schwester. Okay. Die wollten uns doch wissen wollen, was auf dem Kongress los war. Oh Gott. Ah! Hier sind ja die beiden Herren delegiert. Willkommen! Guten Tag, lieber Bruder. Ich habe eure Herren schon mit Ungeduld gewartet, um endlich einen authentischen Bericht über die gestrigen Vorgänge in Lynn zu erhalten. Wir haben die Dinge eigentlich abgespielt. So ist es ging eigentlich alles ganz programmmäßig zu. Im Anfang
einzudrücken. Ja, besonders am Anfang. Da stand der Dings auf, der Vorsitzende. Wie heißt der du? Herrn Professor Sickenberg. Also, der stand auf, nahm eine große Roche, so ein Ding. Oh, klein, du übertreibst! So groß war sie, aber nur mindestens. Ja, noch weiter. Ja, eben. Ich hätte auch schließlich ganz wie groß der Kluge war. Wir halten uns doch nicht mit solchen Nebensächlichkeiten auf. Also, liebe Schwester, der Präsident hat ein paar Mal geläutet, bis das alle gehört haben in dem großen Saal. So, so ein kleines Glöckchen. Das ist genug. Und dann kommt die Begrüßungsrede. Die Geschichte meinst du? Ich war nicht wohl gerade nicht im Saal. Ich muss dann nämlich mal raus. Nein, ich denke, alle linken raus. Das muss ja auf jede Lücke lesen sein. Die Sache mit den Bomben. Ja, das war einer Bogensacker, richtig wo klein. Ich meine, die wirkenden Bomben. Ja, das war... Meint sie denn bloß immer mit den Bomben? Unglaublich. Eine friedliche Versammlung mit solch verwerflichen Mitteln zu sprengen. Da hast du also schon früher den Saal verlassen. Ja, ich hatte den Leser voll. Wo klein was? Der hat alles miterlebt. Erzähl du mal weiter. Was ist da weiter zu erzählen? Damit ja die Versammlung zu Ende. Gott sei Dank. Aber woher weißt du denn das alles? Steht ja bereits in der Zeitung. Übrigens, ich hatte eine hocherfreuliche Mitteilung zu machen. Seine Exzellenz wird unser Haus mit ihrem Besuch beehren. Ich würde Ihnen deinem Auftrag zu Tisch. Du bist auch einverstanden. Wer ist denn das? Der älteste der Kämpfer. Und Protector. Unseres besten Moment. Er kommt zum ersten Mal in dieser Stadt. Das ist ja eine hohe Auszeichnung für unsere Reise. Ich gehe jetzt hinauf. Und würde mal ein paar Begrüßungsgrüße zurückbringen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ich gehe voran. Gut, dass wir nicht dabei waren. Ich muss jetzt gehen und nicht war die 3000 Mark. Du kannst doch gleich mitnehmen. Das ist nur niemand mit. Richtig. Warte draußen in dem Garten, ich bringe es hier dir raus. Oh, Herr Stadtrat, draußen ist eine junge Dame, die möchte Sie sprechen. Mich? Eine junge Dame? Wie sieht sie denn aus? Oh, sehr hübsch und ein Gesogin ist sie. Dickbein. Und wie heißt sie denn? Ihren Namen wollte sie mir nicht sagen. Sie meinte, es soll eine Überraschung sein. Ich bin doch neugierig. Lassen Sie sie da mal reinkommen. Guten Tag! Guten
Wo läufst du denn hin, Moppelchen? Wenn das einer hört, ich bitte, ich wurde sie, tun Sie mir den einzigen Gefallen. Sie? Warum sagst du denn auf einmal Sie zu mir? Wir haben doch in Berlin abgemacht. Wir wollen du zueinander sagen. Das war in Berlin. Aber hier? Oh. Wie sind Sie auf der verrückte Idee gefallen? Hierher zu kommen! Na, Moppelchen, hör mal. Du hast mich doch selbst so drängend um ein Wiedersehen gebeten. Da habe ich mir vorgenommen, dich zu überraschen. Das ist Ihnen ja auch gelungen. Na, warte mal. Nimm's mir nicht übel, aber ich habe einen ganz anderen Empfang erwartet. Ich glaube, du freust dich gar nicht. Natürlich freue ich mich. Sieh mir das nicht an. Ich dachte, du würdest einen Luftspring machen. Mag ich später, wenn Sie es wieder bringt. Übrigens, wenn Sie den nächsten Zug noch erreichen wollen, dann müssen Sie doch beeilen. Ich denke ja gar nicht daran, abzureisen. Ich habe hier. Nicht hier bleiben. Warum denn nicht? Ich will meine Ferien doch hier verbringen. In Pleißenbach. Ja, in Pleißenbach. Wo sonst? Die ganzen 4 Wochen. Ja, alle 4 Wochen. Dir zuliebe? So ist richtig. So ist richtig. Na, endlich freust du dich. Und wie? Stube, du wolltest mir doch. Oh, Verzeihung, ich wusste nicht. Ach, bitte sehr. Du, ist das nicht natürlich? Ja. Ja. Sie ist es. Die Tänzerin? Die hast du hierher kommen lassen? Sie ist von mir selber gekommen. Ah, du meine Güte. Da ist noch gar nichts. Sie will hier bleiben. Das geht doch nicht. Da hören Sie's. Mein Freund, das sagt auch, das geht nicht. Ah, das ist dein Freund. Musst du ihn mir nicht vorstellen? Ich heiße Böcklein. Ich habe schon das Vergnügen, Sie in Varietät zu sehen. Das darf ja natürlich niemand wissen. Warum denn nicht? Sie fragt auch noch. Warum denn nicht? Sie kennen Pleißenbach nicht? Ja, eben. Es war immer schon mein Herzwunsch, nach hier zu kommen. Aber leider war es mir bisher nicht möglich. Aber wo ich das Glück hatte, deine Bekanntschaft zu machen, jetzt gehe ich jetzt sogar nicht wieder weg. Das ist völlig recht. Sie ist ganz verrückt nach dir. Ich finde die Stadt übrigens reizend. Wie wär's, Herr Böcklein? Wollen Sie mich nicht nachher durch die Straßen führen und mir alles zeigen? Nein, ich habe leider gar keine Zeit. Aber mein Freund Moppelchen wird sich ein Vergnügen haben. Ha! Hier gehe ich in Badehosen in den Jungfernverein. Ach, ich finde, du bist wenig galant, mein Lieber. In Berlin warst du viel netter. Kommen Sie mir immer doch nicht mit Berlin! Berlin kennt mich keine Katze. Aber hier, ich bin Stadtrat. Ich bin eine Säule der Tugend und Moral. Wenn die Leute herausfinden, dass ich mit einer Tänzerin von Varieté bekannt bin, ich muss auswandern. Moppelchen, du Bubenschlein. Nein, ich habe ein Weib, ich habe ein Kind. Ein Glück, dass Sie nicht zu Hause sind. Oh, was schert mich Weib? Was schert mich Kind? Sag mir jetzt keine Gedichte ab! Wäre ich bloß nicht nach Berlin gefahren. Aber Moppelchen, das wäre doch jammerschade gewesen. Dann hätten wir uns gar nicht kennengelernt. Und du hättest auch doch nicht den Kuss bekommen, den ich dir noch schuldig bin. Nein, das will ich nicht mehr haben. Nein, was ich einmal versprochen habe, das halte ich auch.
Was? Was, liebe Schwester? Was das war, nicht ich wissen. Wieso? Was denn das? Was fragst du noch? Ich schritte hier ins Zimmer und treffe Dicken. Zärtliche Umarmung und eine fremde Dame. Na und, findest du da was dabei? Alarm! Wer ist dieses Fräulein? Ah, wer das ist, musstest du wissen. Na, rate mal. Du kannst es doch sagen, liebes Peter. Du? Sie sind mit meinem Bruder Per. Du? Natürlich sind wir bett, du. Ich werde doch nicht Sie zuerst sagen. Hast du wirklich keine Ahnung, wer das sein könnte? Nein. Ich auch nicht. Oh Gott, du musst mir helfen. Aber ich bin doch seine Tochter. So eine Frechheit ist doch nicht da gewesen. Du hast noch eine Tochter. Das habe ich ja gar nicht gewusst. Ich auch nicht. Das hat sie eben erst gekriegt. Jetzt wird mir alles klar. Das ist... Natürlich, das ist. Sie wissen auch, wo ich bin, Frau Geheimwesen. Natürlich. Sie sind seine Stieftochter. Stieftochter aus Kanada. Sie haben es verraten. Ich bin der Kahn. Warum hast du mir denn das nicht gleich gesagt? Dann war der Kuss Hortens ganz anders. Natürlich, sonst hätte ich mir doch nie erlaubt. Das ist nicht die Welt der Frechheit. Besetzen wir uns doch. Darf ich bitte? Danke sehr, Frau Geheimwesen. Weshalb denn so ferne und Verwandten? Sagen Sie ruhig. Hand zu mir. Richtig, Sie sind ja meine Tante. Darf ich Ihnen auch einen Kuss geben? Nun, warum denn nicht? Haben Sie etwa aus unserer schönen Stadt gesehen? Fast gar nichts. Ich will von der Bar ins Hotel. Hotel. Sie können doch schon aber nicht allein im Hotel logieren. Ja, das stimmt. Ich habe meine Bädergerin bei mir und ich habe ein bisschen Angst vor ihr. Wenn auch. Sie müssen selbstverständlich bei uns wohnen. Nicht wahr, Stuart? Wozu haben wir denn das schöne Fremdenzimmer? So was habe ich hier auch sofort angeboten. Aber leider muss sie doch gleich wieder abreisen. Nein, mein liebes Papachen, da musst du mich falsch verstanden haben. Wenn Sie schon den weiten Weg übers Meer so hochgelegt haben, werden Sie nicht abreisen wollen, eher Ihre Mutter. Was? Ihre Mutter kennt Paddock? Aber Papa, meine Mutter ist doch... Ah! Richtig. Das hatte ich ganz vergessen. Ja. Jedenfalls werden wir alles tun, um Ihnen den Aufenthalt hier im Hause so angenehm wie möglich zu machen. Liebe Tante, ich bin einfach beruhigt. Jetzt kann ich es Ihnen eingestehen. Von Ihnen hatte ich eigentlich ein bisschen Angst. Ja. Ja, aber nachdem Sie mir so lieb und nett entgegengekommen sind, jetzt fühle ich mich schon
sind Sie zu Hause? Haben Sie Ihre Stiefschwester kennengelernt? Nein, ist jetzt noch nicht. Natürlich! Meine Luther kennt sie ja gar nicht. Schade, schade, dass sie nicht da ist. Natürlich ist sie da. Was? Charlotte! Mann hat nach Hause geschickt. Im Institut sind die Maße ausgebrochen. Haben Sie seine Stegen mit Spuren hergebracht? Was ist los? Ach, du bist schon da! Das habe ich ja gar nicht gewusst, mein liebes Papachen. Nun, mein Kind, sagen diese junge Dame hier guten Tag. Guten Tag! Guten Tag! Wer ist denn das? Deine Stiefschwester. Nein! Wirklich? Wir sind Schwestern! Und ich hoffe, wir werden auch bald Freundinnen werden. Von Herzen gern, ich hab dich schon lieb. Ich dich auch. Oh Gott, sie küsste die ganze Familie ab. Du hast dir ja was Schönes gemacht. Das ist ja die Zeit. Ich muss seine Exzellenz vom Hotel abholen. Oh, wir bekommen Besuch. Ja, nur, wo ist erst eine größere Persönlichkeit, die unseren sittlichen Westschwäche von ihr das reichste Interesse entgegengebracht hat. Seine Exzellenz wird unser Tisch ganz zusammen. Oh, liebe Tante, bitte machen Sie sich gar keine Sorgen. Aber es ist äußerst fatal, dass die Hausfrau gerade heute Abend ist. Ich bin ja da. Natürlich, sie ist ja da. Ja, und als andere Tochter des Hauses würde ich die Hausfrau vertreten und die Honneurs machen. Dann bin ich beruhigt. Und du, Charlotte, sorge dafür, dass das Fremden für deine Schwester hergereicht. Aber ja, Sie speisen doch mit uns weg. Ah, voll Geheimreden, wenn ich darf. Sehr gut, kommst du. Dann will ich noch rasch nach Hause und mir meinen anderen Rock anziehen. Meine Damen, tschüss. ach, ich bin ja so glücklich. Warum denn, Kleiner? Weil mir der Himmel so unerwartet eine Schwester beschert hat. Ja, das ist ja eine nette Bescherung. Du wirst hier hoffentlich ein bisschen Leben in die Bude bringen. Ja, vielleicht ist darauf, mein Kind. Was hast du denn, Mobuchen? Oh, entschuldige vielmals, ich kann ja nicht meinen Papa Mobuchen nennen. Sage mir, wie sind Sie auf der Ausgefallenheit nicht gefallen? Sich für meine Tochter auszugeben? Na, habe ich das uns nicht glänzend aus der Patsche gezogen? Ja, ja, es geht doch schief gehen können. Vielleicht hat meine Frau wirklich eine Tochter aus erster Ehe. Wenn ein Sohn war, dann hätten wir doch schon drin gelegen. Die Hauptsache ist ja auch bis jetzt hat alles brillant geklappt. Aber wenn es bekannt wird, dass Sie in Wirklichkeit sind, es bleibt Sie bloß einer in Varieté gesehen zu haben. Oh, aber die braven Pleißenbacke sind So streng, moralisch. die gehen doch nie ins Varieté. Ich habe Sie doch dort kennengelernt. Oh, wirklich, Sherlock? Also, machen Sie keine Geschichten und reiten Sie auf die Stelle wieder ab. Nein, ich denke ja gar nicht daran. Ich habe hier noch Pflichten zu erfüllen. Was denn Verpflichten? Nun auf deine Tochter. Jetzt redet sie sich schon, sie ist meine Tochter. Du hast doch gehört, wir bekommen Besuch. Konntest du es nicht sehen, dass das eine Katastrophe geben muss? Meine Lothar konnten sie tauschen. Sie ist ein dummes Ding. Meine Schwester auch. Die ist ein alter Kräten. Wenn meine Frau so kommt, stellen Sie sich was vor.
wenn meine Frau zurückkommt. Papa, Was ist denn? eben ist seine Exzellenz vorgefahren und ich habe dir deinen Gehrock drin zurechtgelegt. Und deine Sachen aus dem Hotel sind auch schon gekommen. Ah, danke schön, Schatzi. Dann will ich mich rasch umsehen. Komm, Schwesterchen. Auf Wiedersehen, mein liebes Papachen. Darf ich bitte? Exzellenz. Danke, meine liebe Geheimrätin. Ihre Liebe. Wir empfinden es als eine hohe Auszeichnung, dass Euer Exzellenz unser Haus mit Ihrem besuchen wird. Ja, bitte. Die Bestrebungen unseres Bundes, deren Hörprotekte und Gönner Euer Exzellenz sind, hat tief in dieser Stadt Wurzeln geschlagen. Und speziell dieses Haus meines Bruders Stubber ist bekannt als Hochburg. Burgerlich, Tugend und Moral. Herren, Euer Exzellenz, gern Musik. Ich habe nur kein Grammophon gekauft. Oder finden Sie das unmoralisch? Nein, ein bisschen Musik kann gar keinem wehtun. Außer diesem furchtbaren Lärm, den man in Berliner Clubs oder Varietés hören könnte. Nur ein bisschen Mozart. Ja, bitte. So, das wäre bequemer. So, mein lieber Geheimrätin, ich muss zuerst etwas zugeben. Eigentlich fühlt mich eine private Angelegenheit in dieser Stadt. Ich erwarte nämlich meinen Neffen.
Sie doch wieder gekriegt? Ja, allerdings, aber ich bin... Vielleicht glauben Sie, Sie können hier passieren? Jetzt habe ich aber genug! Ich auch! Nun machen Sie, dass Sie rauskommen. Verdammt, Sie! Raus! Der hätte mir gefällt, gerade jetzt. Wo jeden Augenblick seine Exzellenz kommen kann. Exzellenz! Wollen wir uns wieder verlassen? Ja! Um Himmels Willen! Was ist denn geschehen? Ich bin in Ihrer Abwesenheit in einer geradezu unerhältlichen Weise insultiert worden. Nicht möglich! Von wem? Von diesem Herrn Böcklein. Ich habe zufällig in Berlin seine Bekanntschaft gemacht. Das verstehe ich nicht. Naja, der Herr ist doch etwas von den Herren bekommen. Da bin ich. Ich komme nach dem Schottes Feld mit meinem anderen Hocker. Du hast noch die Dreistigkeit, hierher zu kommen. Was vorgekommen ist. Ja, Frau Eintreten, ich weiß gar nicht, was Sie meinen. Entschuldigen Sie, das ist Herr Böcklein? Die beiden schmecken uns noch. Wer ist denn? Wer ist denn dann dieser Herr? Gestatten, Exzellenz. Mein Bruder. Staatsschwarzstufe. Sehr unangenehm. Ich meine, sehr angenehm, sehr angenehm. Deine Vettern habe ich rausgeschmissen. Oh, Verzeihung. Exzellenz? Meine kleine Nichte. Sehr erfreut. Ich wollte bloß sagen, es ist angerichtet. Darf ich bitten? Verzeihung. Eigentlich hatte ich seine Exzellenz eine andere Tischdame zugetragen. Ja, nicht Sie schon. Die ältere Tochter meiner Schwägerin. Wirklich. Die junge Dame ist heute als aus Kanada gekommen. Oh, jetzt geht's schief. Dann kennen Sie als Tänzerin? Oh Gott. Oh Gott. Da ist sie ja. Seine Exzellenz, Herr Graf von Bergstedt. Sie sind sehr liebenswürdig, mein gnädiges Fräulein, und ich freue mich außerordentlich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich freue mich, Euer Exzellenz im Haus meines Vaters begrüßen zu dürfen. Die ist nicht aus der Fassung zu bringen. Darf ich bitten? Mit Vergnügen. Also, wenn ich bitten darf. Zu Tisch. Herr Stadtrat, oh, entschuldige die Herrschaften. Was ist denn? Eben ist hier gekommen. Die gnädige Frau. Die Mama? Die wird auch immer intensiv sieht. Meine Schwägerin hat keine Ahnung, was sie hier verwendet. Ja, richtig. Tochter, nämlich mit vielen Jahren nicht gesehen. Pass auf, Sie kennt sie gar nicht wieder ab. Ach, und Wollen wir weg? Das werden wir ja gleich sehen. Da kommt schon die Mama. Oh Gott, sie kommt. Sie kommt. Was ist denn hier eigentlich los, Peter? Mama! Mutter spielt auch mit. Ja!
Was magst du denn? Ich suche die Zigarren, Papa. Ah, die stehen im Busch gerne. Aha. Aber so, warum bist du denn kürzlich weggelaufen? Ich als da drin nicht mehr raus. Fratzen, Schere. Anna! Ja. Bringen Sie mir einen Eisbeutel. Ich verliere noch mein bisschen Verstand. Sei doch nicht so nervös. Was sagst du mir, der du alles miterlebt hast? Ja, ich weiß auch nicht, was ich davon denken soll. Meiner Frau mag zu Hause Gott. Man sollte doch meinen, jetzt muss der Schwindel rauskommen. Nein! Was tut meine Mila? Sie fehlt der Person in dem Hals und sagt, mein geliebtes Kind! Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Ja, ich war auch wie vom Donner gehört. Nein, du musst doch schließlich ihr eigenes Kind kennen. Gott, sie hat die Tochter jahrelang nicht gesehen. Vielleicht sieht sie ja auch etwas ähnlich. Habt ihr denn kein Bild von der richtigen Tochter? Ja, warte mal, drin ins Schlafzimmer hat sie ein altes Foto von ihr. Noch von der Zeitung her. Na so, dann werden wir ja gleich sehen. Zeig doch mal her. Du kannst recht haben. Es ist tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit da. Das finde ich auch. Es gibt eben keine andere Erklärung. Deine Frau ist auch darauf eingefallen. Es kann doch nicht so weitergehen. Was willst du denn machen? Das weiß ich nicht. Es muss meine Kopf einer Maikäfer schackeln. Hier ist der Eisbeutel. Oh, meine Maikäfer fangen an, sich zu beruhigen. Hier steckst du. Was ist denn mit dem? Struve fühlt sich nicht wohl. Das ist doch keine Entschuldigung. Als Hausherr steht man nicht vom Tisch auf und rennt hinaus. Not hat so, wenn man so ist, schon Gas. Seine Exzellenz hat soeben ein Hoch rausgebracht. Auf mich? Deine Stieftochter. Sie ist geradezu beleidigt. Sie benimmt sich aber auch gerade. Ich würde übrigens in den nächsten Sitzungen des Freundschaftsbundes beantragen, dass sie in den Vorstand gewählt wird. Der Verstand? Meine Maikäfer fangen schon wieder angetanzt. Liebe Schwester, sei mir nicht böse, aber ich muss mich jetzt eine halbe Stunde hinlegen. Auf Wiedersehen. Was hat er denn noch? Ich werde doch lieber bei ihm bleiben. Liebe Tante, wollen Sie sich nicht in Hände begeben? Da erwartet Sie ein herrlicher Morgen und eine gute Zigarre. Antworten, Kind. Durch mehr prinzipiell geratene Gifte, die nur dazu geeignet sind, unsere Volksgesundheit unterzukommen. Ich bin ganz Ihrer Ansicht, liebe Tante. Und ich staune mich immer wieder von Neuem, wenn wir uns in beide alles gestehen. Wir zeigen Sie Frau Handrettung. Draußen ist der Postbote mit seinem Einschreibebrief. Ach du lieber Himmel. Dann bitte um Entschuldigung. Was hast du denn, Mädel? Ach, wenn du wüsstest, wenn sie den Brief liest. Warum denn? Weißt du, was drin steht? Natürlich, jetzt kommt alles ans Licht. Was denn? Dass sie mich aus dem Institut rausgeworfen haben. Weshalb denn? Wegen Fred. Wer ist denn Fred? Ein so lieber, guter Junge. Ich will dir alles einstellen. Wir haben uns ja so schrecklich gern, aber die alten Stiftungen haben doch für sowas kein Verstand mehr. Oh, das kann ich mir denken. Und wie wir uns neulich heimlich im Park geküsst haben, ganz harmlos, da haben sie uns erwischt. Das ist aber eine Rücksichtslosigkeit. Da stirbt man doch nicht. Nicht wahr? Ja. Und da ist doch auch gar nichts dabei. Unterbrechen
ist aber lieb von dir. Charlotte! Weißt du, was dieser Brief enthält? Ja, Ich muss es mir in Gegenwart deiner Schwester sagen. Ob deine hier in allen Einzelheiten geschildert Tabellenheizung. Die hat mir schon frühmütig alles gebeichtet. So. Du hast also die Schamlosigkeit von einem jungen Mann küssen. Ja. Hast du denn in diesem Moment daran mitgedacht? nein, wirklich nicht, Tante. Ich meine, hast du nicht daran gedacht, dass ich es war, deine Aufnahme in diesem exklusiven Institut zu betrügen? Aber liebe Tante, lass mich erklären. Es ist genug. Ich sehe nur einen einzigen Ausweg. Du musst halten. Ja! Aber nicht dieser gewissenlosen Junge, sondern einen gereiften Mann. Der dich gerettet, dass du gleich 40 der Erde gewissermaßen in den Stab der Und der wirklich war eben zurückentfernt. Das wird ja ein schöner Kerl sein. Da fällt mir ein, der Apotheker Säuling hat mal kurz mit angetreten. Er möchte sich wieder heiraten. Dann kann er sie heiraten. Der ist ja ein Witwer mit 3 Kindern. Nein, er wird eine alte Jungfer. Darüber wird der Familienrat entscheiden. Würde sofort einberufen wurde. Sofort seine Exzellenz das Haus verlassen. Doch, Sie dürfen es mir glauben, gnädige Frau. Bei einem alten Junggesell wie mich ist es ein ganz besonderes Vergnügen, das harmonische Glück eines traulichen Familienheimes ein bisschen mitgenießen zu dürfen. Ah, Exzellenz, sind so liebenswürdig. Ja, ich freue mich direkt, dass ich einen Grund habe, noch ein bisschen da bleiben zu können. Mein Neffe erwartet mich. Ich muss aber bitten, durch meine Anwesenheit in keiner Weise intrigieren zu lassen. Ich hatte allerdings mit meinen Schwägerin etwas zu besprechen. Aber bitte, wenn Sie mir ein wenig Gesellschaft leisten wollen, meine gnädigsten. Lügen. Ja? Ja, dann bitte ich um Entschuldigung. Nur einige Augenblicke. Alt gar nicht, lassen Sie durchzeigen. Ja! Du kommst nicht! Na, endlich ist es mir vergönnt, ungestört mit Ihnen plaudern zu können. Wenn ich bitten darf? Ja? Exzellenz war ein Gewicht höchst stark, als ich Ihnen die Tänzerin über heraus Tochter des Hauses vorgestellt wurde. Allerdings, sehr geistreich muss ich in dem Moment nicht ausgesehen haben. Das kann man behaupten. Ich war ja ganz perplex, ich kenne doch die alte Geheimrätin. Die hat natürlich keine Ahnung, dass ich Vampirete bin. Auch, das könnte ich mir doch gar nicht zusammenreimen. Das muss ich nach und nach beibringen. Also, nicht wahr, Exzellenz? Diskussion. Selbstverständlich. Und wenn Sie jemand fragen sollte, Ich weiß von nichts. ich danke Ihnen. Was haben Sie da für einen wunderhübschen Ring? Ja, nicht wahr? Darf ich fragen, was Ihr ironisch Lächeln zur Bedeutung hat? Mir fällt da gerade ein, dass Sie noch vor 2 Tagen so stolz darauf waren, nur unechten Schmuck zu besitzen. Bitte sehr, den Ring hat mir mein Stiefvater geschenkt. Ja, ich weiß. Wie? Ich weiß, wie er dazu gekommen ist. Ich war zufällig dabei.
Was für Zufälle im Leben gibt. Zum Beispiel, dass Exzellenz auch gerade in dieses Nest kommen musste. Ja, das habe ich meinem Neffen zu verdanken. Den leichtsinnigen Schlingel muss ich wieder mal tüchtig bei den Ohren nehmen. Denken Sie, schreibt mir doch der Mädel, er habe ein Mädel aus guter Familie kompromittiert. Wie? Ja, die Familie wohnt hier in der Stadt. Kocht es da irgendwo an einem Stift. Scheint ein kleines Lüderchen zu sein. Da ist der Junge abends über die Mauer geklettert. Manch ein Küsschen, naja, eine richtige Jugendäselei. Und was sagen Sie zu einem Strick? Schneidet den Mädel so nach. Da unerhört, von wem mag ihr das wohl haben? Von mir. Ja, von mir nicht. Na? Über eine Mauer bin ich nie gestiegen, aber da mache ich ganz kurz einen Prozess. Ich will ihn einfach verheiraten. Das ist eine sehr gute Idee. Ich wusste auch schon eine Frau für ihn. Wirklich? Exzellenz haben dort meine kleine Stiefschwester kennengelernt. Ja, ein reizendes Mädel. Nicht ja, das wäre doch... Ausgezeichnet, die keine Baby an die Kinder an Kandare nehmen. Draußen ist ein junger Herr. Ist er schon herein mit ihm? Ich werde inzwischen mein Tischchen vorbereiten. Und Sie meinen, das kleine Fräulein wird einverstanden sein? Oh, das kann ich leider nicht versprechen. Aber ich werde meine ganze Überredungskunst aufbieten. Tag, lieber Onkel. Tag. Lieber Onkel, du weißt, was sich ereignet hat. Ich habe dir alles in meinen Brief berichtet. Jawohl, bis auf den Namen der jungen Dame. Ich denke, du weißt. Nichts weiß ich. Ich will ihn auch gar nicht wissen. Aber du bist doch hierher gekommen, da musst du dich annehmen. Ich bin hierher gekommen, um deinen dummen Streichen ein für alle Mal ein Ende zu machen. Du wirst heiraten. Ach ja? Ach nein, nicht die du meinst. Aber lieber Onkel, es ist nicht nur meine Pflicht als Kavalier. Du wirst die heiraten, die ich für dich bestimmt habe. Nein, das kann ich nicht. Du bist mein einziger Neffe und Erbe. Füg dich meinen Willen und es wird schrecklich trotzdem. Exzellenz, es ist mir gelungen! Bravo! Hier kommt dein Applaus. Was denn? Soll ich heiraten? Genau. Ja, aber... Keine Widerrede. Ja! Bist du denn nicht das? Ach so, jetzt begreife ich es. Die Kleine ist doch... Natürlich, meine Lotte. Ach, das hast du gar nicht gewusst? Oh, jetzt sind Sie gewiss ganz böse auf mich. Ihnen kann man nicht böse sein. Onkel Exzellenz, darf ich Ihnen auch einen Kuss geben? Den werde ich sogar verlangen. Ein Vergnügen will ich auch davon haben. Und ich verspreche Ihnen, er wird nie wieder über eine Mauer klettern. Das kann ich jetzt bequemer haben. Komm, Fred, zu Mama. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen. Sehen Sie, jetzt treten wir beide doch noch in nähere Beziehungen zueinander. Ja, ein verwandtschaftlichen natürlich. Da hätte ich aber eigentlich das Anrecht auf einen Kuss. Einen verwandtschaftlichen, natürlich. Ja, den sollen Sie auch kriegen. Ja? Bei der Hochzeit. Dann werde ich dafür sorgen, dass die Kinder noch heute Abend heiraten. Oh, Exzellenz! Ich bin ja ganz überrascht. Ich freue mich ja so für die Kleine. Und ich für meine Neffen, denn die kommt der reizendste Schwiegermama der Welt. Gott sei Dank! Endlich kann ich über vier Augen sprechen. Ich weiß ja gar nicht, was in meiner Abwesenheit hier alles geschehen ist. Ich habe deinen Wunsch erfüllt und dich zuerst alleine herreisen lassen. Du wolltest meinem Manne die Wahrheit schonen beibringen. Weißt du denn nun, dass du meine Tochter bist? Nein, ich glaube es nicht. Ich habe auf alle mögliche Weise versucht, es klarzumachen. Ich dachte, als du hineinkommst und wir beide unangenehm, dann werde ich es endlich sicher merken. Aber es ist nicht so überzeugend. Ja, Achtung hat auch bei Tisch so einen verstörten Eindruck gemacht und mich immer so fragend von der Seite angesehen. Ja, da hilft nichts, da muss er es eben von mir selbst hören. Hallo, Anna. Der Herr ist draußen. Oh, James Ellison. Hab ich ja ganz vergessen. Bulli, was will ihr denn hier? Ja, er ist mit mir zusammen hergereist. Vielleicht bitte? Hör mal, Kind. Der arme Kerl tut mir wirklich leid. Er meint es so gut mit dir und ich bin davon überzeugt, dass er dich wirklich glücklich machen kann. Ich habe Bulli eigentlich auch ganz gern. Ach,
Guten Tag, meine Damen! Uli, Sie sind von einer Hartnäckigkeit, die geben es August immer noch nicht auf. Ah, na, vielleicht doch. Ich habe bis jetzt 25 Blumen von dir bekommen. Blumen? Korn. Ach, ja, Kürbisse. Ich habe bis jetzt 25 Baskets von dir bekommen und bis jetzt nichts daraus gemacht. Also, ich habe mich jetzt entschlossen. Wenn Sie mir nicht jetzt sagen, Bully, ich will werden deine Frau, dann fahre ich auf dem nächsten Schiff nach Amerika und wir sehen uns nicht mehr wieder. Oh, Bulli, das wäre Ich will Ihnen was sagen, Bulli. Wir wollen beide mal über diese Sache aussprechen. Wir beide allein. Meinst du? Kommen Sie, Bulli. Haben Sie gehört? Ich glaube... Was machen Sie denn da? Die Schwiegermama kriegt einen Kuss und der Mann kriegt auch einen. Noch etwas möchte ich Ihnen sagen. Ja, ja. Ich habe meinem Mann bis jetzt verheimlicht, dass meine Tochter in Varieté ist. Also, wenn er mehr fragt, weiß ich auch nichts davon. Genau. Oh Gott. Jetzt Peter. Herr Böcklein, wo kommen Sie denn daher? Von Struve. Wir möchten einen frischen Eisbeutel haben. Was fehlt Ihnen denn? Frau Stadtrat, mein Mann gefällt mir da nicht. Er sitzt da drin mit dem Kopf voller Maikäfer. Wie? Mit einem dicken Kopf. Und denkt darüber nach, wie es Ihnen beibringen soll. Was denn? Nämlich, es ist eine heikle Geschichte, aber Sie müssen ja einmal dahin kommen. Das Fräulein, das Sie für Ihre Tochter hatten, das ist nämlich gar nicht Ihre Tochter. Doch, das ist sie. Nein, Sie irren sich. Es ist die Tänzerin Yvette. Lieber Herr Böcklein, Ihnen als ältestem Freund meines Mannes möchte ich jetzt eingestehen. Die Tänzerin Yvette ist meine Tochter. Was? Wirklich? Da muss ich Nein. Lassen Sie mich. Das soll er jetzt von mir selbst hören. Ach ja, aber bringen Sie ihn langsam, vorsichtig weiter, und wenn er das erfährt bei seinem Zustand, muss ihm auf alle Fälle einen frischen Eisbeutel reinschicken. Oh, ja, da hilft nichts. Das muss ich ihm selbst eingestehen. Wo bleibt denn bloß der Brooklyn? Ah, du bist da. Ja, Peter, ich höre, du fühlst dich nicht wohl. Nein, Mädchen. Mir ist miserabel zumute. Peter, ich weiß, was dir im Kopf herumgeht. Es handelt sich um meine Tochter. Glaubt ihr mir noch, es ist ihre Tochter? Peter, hör mich mal in Ruhe an. Nein, hör mich an. Ich werde es alles erklären. Solange ich mein bisschen Verstand noch beieinander habe. Meine Platte glut wie eine Ofenplatte. Hier ist der Eisbeutel. Ah, danke, Anna. Das wird mir gut tun. Sprich doch endlich. Hast du gehört? Jetzt hat förmlich Gesicht. Ja, sprich doch. Also, sieh mal, Mädchen. Wie soll ich es bloß beibringen? Also, nimm mal an, du hast einen Vogel. Ja, mir scheint, du hast einen Vogel. Das ist egal. Also nehmen wir an, wir haben einen gemeinsamen Vogel. Eines Tages holt sich dieser Vogel Mutter und legt eine Anzahl Eier. Ja. Sie legen nun sein Nest. Aber da muss der Vogel mal verreisen zu einer Tante. Und wie er zurückkommt, da hat ihm ein fremdes Ei ins Nest gelegt. Was erzählst du mir denn da bloß? Kann es doch gleich passieren, dass der Vogel das gar nicht merkt. Schließlich kann eine Mutter doch nicht alle Eier kennen.
Genau so ist dir heute ergangen. Peter, jetzt zeige ich aber wirklich an deinen Verstand. Nein, ich bin ganz klar. Mit einem Wort, diese Person hier im Hause ist gar nicht deine Tochter. Doch, das ist sie. Nein! Sie hat gar nicht kann. Das werde ich dir sofort beweisen. Okay, Ich habe sie vor 2 Tagen in Berlin kennengelernt. das weiß ich. Ich habe sie im Hotel aufgesucht. Das weiß ich. Und dann ist sie mir her nachgereist. Das weiß ich. Das weißt du auch? Ja, und ich freue mich darüber, dass ihr euch so lieb gewonnen habt. Sie krabbeln schon wieder. Und du hast nicht dagegen, dass sie hier ist? Im Gegenteil, ich wäre froh, wenn sie immer hier bleiben könnte. Was? Denk mal, wie schön das wäre, wenn wir 3 immer zusammenbleiben. Du, ich, sie. Ja. Nein. Was soll denn das? Erlaub mal, bist du denn gar nicht eifersüchtig? Meine Tochter? Nein! Das ist ja gar nicht deine Tochter. Schrecklich, es ist ihm nicht beizubringen. Seien Sie mir gegrüßt, Herr Stadtrotte. Stadtrat. Der ist auch nachgereist. Im Hause hat sich der Brandenbecker in Fleißenberg freundlich erhoben. Was wollen wir? Ich komme, um die Hand Ihrer Tochter zu bitten. Welche Tochter? Name Sie Bett? Nein! Sie ist ja gar nicht meine Tochter! Das werde ich dir sofort beweisen, dass sie ja gar nicht sein kann. Aha. Da können Sie genau. Ja. Da werden wir bestätigen, dass sie eine Tänzerin ist vom Varieté. Stimmt's? Varieté? Yvette war gar nicht bei diesem Tanzclub. Schrecklich, jetzt machen Sie mir den armen Mann völlig verrückt. Pardon, wenn ich störe, mein lieber Herr Stadtrat. Exzellenz! Gut, dass Sie kommen! Wir haben uns doch in Berlin kennengelernt. Ja, aber Ihre Tochter. Ja. Hören Sie mal ruhig zu. Sollen Sie mir nur von meiner Frau hier bestätigen, dass diese angebliche Tochter eine Tänzerin ist vom Varieté? Nein, das ist das Erste, was ich höre. Peter, ich will dir ja alles erklären. Ich den letzten Versuch. Okay? Du bist mein ältester Freund. Mein ältester Freund. Ein inständiger Mensch, im Vollbesitz deiner geistigen Kräfte. Alter Freund, sage mir, ist diese Person hier im Hause eine Tänzerin vom Varieté? Ja? Oder Ja. da! Nur die Hauptsache ist diese Tänzerin meiner Tochter. Nimm mir nicht übel, kann ja nichts dafür. Aber, sie ist wirklich deine Tochter. Schnaps?
Peter, was soll denn das bedeuten? Geh weg! Oh, schrecklich, sein Verstand hat wirklich gelitten. Das habe ich gehört. Was passiert? Wo ist Papa? Papa? Was machst du denn? Lieber mit einem Deckel auf dem Kopf. Was soll das bedeuten, Peter? Papa, komm doch raus. Nein, ich bleibe hier. Hier ist es bequemer. Gestatten Sie, Herr Stadtrat, dass ich mich jetzt vorstelle. Wer sind Sie? Niemand, aber ich erkenne deine Stimme nicht. Ach, ich bin Ihr zukünftiger Schwiegersohn. Papa, den Karan haben uns ihn verlobt. So, Sie werden meine Lute verheiraten. Dann gratuliere. Eure Exzellenz hat uns eine Einwilligung gegeben. Ja? Ah, der Nussknacker! Ja, und ich freue mich schon so, dass ich endlich mal meinen Kuss von ihrer Stieftochter kriegen werde. Sie haben sicher auch nichts dagegen. Nein, Peter, hätte ich. Wenn Sie mich nicht für Millionen so bezogen haben, bei der Hochzeit werden Sie mich auch vielleicht vergessen. Aber bei der ersten Kindtaufe musste ich von meiner Lieben gern dabei sein. Ja, sehr gut, mein lieber Herr Stadtrat. Also, meine Damen und meine Herren, wir verlassen Sie jetzt. Ja. Ja, Lieber Herr Stadtrat, wir sehen uns hoffentlich nie wieder. Auf Wiedersehen, meine lieben Nussknacker! Schick mal an, es geht dein Papa. Oh, musst du nicht auch schon gehen? Ja, aber zum Abendessen warte ich mich noch. Na, hört sich gut an. Hol mal ein Fläschchen nach, ne? Ja. Hey, Kleinbock! Hey! Schau mal! Ich habe gerade so mit ihr engagiert. Nee! Komm mal, wir trinken! Entschuldigung, wer sind Sie denn eigentlich? Das ist scheißegal, wir trinken! was soll denn das bedeuten? Also, wenn Sie mich jetzt, weiß Gott, genug gepesert, wollen Sie, meine Frauen, endlich eingestehen, wer Sie sind? Das ist gar nicht nötig. Die kennt mich schon seit meiner Geburt. Yvette, bist du wirklich meine Stieftochter? Leider schon. Hast du denn nicht gesehen, wie die liebhaftige Stiefvaterblumen Vase spitzt? Seit Stunden? Ja, und ich habe mich viel darauf gefreut. Aber das war die Strafe dafür, dass der hochmoralische Peter Stadtrat in Berlin einen kleinen Seitensprung riskieren wollte. Weißt du denn das, die Mama? Gott bewahre. Miguel, du bist ein Prakteil! Oh, Peter! Mia! Dieser kräftige, gesunde Mädchen, das ich mit so vieler Schmerzen gekriegt habe. Hast du mir so lange verrät? Oh, du bist mir also nicht böse. So, ich konnte mich vor Freude einer Tanze aufführen. Tanzen, was werden die braven Pleißenbacken dazu sagen? Schwester. Oh nein. Deine Exzellenz ist fort. Jetzt werden wir uns. Ich kann endlich meine Entbehrung klar machen.
das wundert mich gar nicht. Wieso? Weil wir hier in dem Elenden nicht Jahr auf Jahr rein, nichts anderes tun, als uns gegenseitig anzuschwindeln, weil keiner der Traute hat, sich so zu geben, wie er in Wirklichkeit ist. Und wer ist schuld daran? Eure Männer, Patzkrei! Erlaube mal. Und? Du bist die Generaloberpatzka. Sogar meine brave, gute Mela hat mich von ersten Tage unserer Ehe angelogen. Sie hat mich verheimlicht, dass ihre Tochter eine Tänzerin ist. Jawohl, die Libelle, die dir so in die Nase gestiegen ist. Das ist sie. Ich bin doch sprachlos. Liebe. Gott, mag, dass sie so bleibt. Ich glaube, gibt's viel mehr. Ich bin nämlich gar nicht auf dem langweiligen Kongress gewesen. Wo klein? Hier bleiben. Ich dachte, ich wollte nichts hören. Nein, das wird's gar nicht. Ja, wird ja erst gemütlich. Er war nämlich auch nicht da. Das ist ja skandalös. Wir beide hatten was Besseres zu tun. Wir haben ihm Varieté gegangen. Da hatten wir eine Tänzerin gesehen. Da hat er uns so gut gefallen, dass ich nach dem Steller zum Soupiert eingeladen habe. Blumen habe ich ihr geschenkt. Einen Ring. 3000 Mark. Diese Verschwendung. Ich würde dich unter Kroatien machen. Mich hat er ja gar nicht gekostet. Wo klein hat ihm gesagt? Frau Geheimrätin, ich muss sagen, ich war gar nicht dabei. Nein, nein. Du warst ein bisschen im Jagdstraße in dem Lokal. Klar. Ah, da war ich ja nette Dinge. Also du supierst Harry mit einer Tänzerin. Aber Mamachen, danach wusste ich schon, wer ich bin. Nein, nein, und der Janice ist schon so. Einmal wollte ich ein... Ja, da ist es dir vorbeigelaufen. Du warst so von deinen Sendungen. Ihre Liebe. Auf der Pfeife ist. Der ganze Muggelschellschaft hier kann mir den Buckel runterrutschen. Ich hatte nicht gedacht, dass du mal in diesem Ton so mehr sprechen wolltest. Ich auch nicht. Aber das habe ich ihr zu verdanken. Sie hat bei mir auf den Knopf gedrückt. Und da ist er endlich zum Verschein gekommen. Der Wahrheit. Ja.